何不食肉糜? Warum essen Sie keinen Fleischbrei? Das ist die Geschichte vom Kaiser Hui von Qing-Dynastie, der von 290 bis 307 das chinesische Reich beherrschte. Während seiner Herrschaft wurde die Macht hauptsächlich von der Kaisermutter kontrolliert, aber ab und zu versucht er auch selbst, die kaiserliche Pflicht zu erfüllen. Einmal hörte er Berichte von einem Provinzoberhaupt. Meine Majestät, in meiner Provinz gibt es dieses Jahr Missernten und Hungersnot. Die Bürger haben kein Getreide zu essen. Viele sind sogar verhungert. Der Kaiser überlegte kurz und antwortete: Sie haben kein Getreide zu essen. Warum essen Sie keinen Hackfleischbrei? Alle Zuhörer waren schockiert von der lächerlichen Antwort. Ohne Getreide, woher kann man Fleisch bekommen? Aber da es der Vorschlag vom Kaiser war, sagte niemand dieses Allgemeinwissen. Die hohen Beamten antworteten stattdessen: Meine Majestät, Sie sind so intelligent. Er wurde in die Provinz zum Dank eingeladen. Auf dem Weg wurden alle Hungernden abgeschirmt, damit der Kaiser sie nicht sehen konnte. Und eine politische Show fand statt, bei der einige Dutzenden vor seinen Augen Fleischbrei zu essen bekamen. Der Kaiser war sehr zufrieden und glaubte tatsächlich, dass der Hungersnot gelöst wurde. Im Chinesischen bedeutet das Sprichwort 何不食肉糜? Warum essen Sie keinen Fleischbrei? Ironisch einen unsinnigen Kommentar oder Vorschlag aus einer erfahrungslosen Perspektive. Hackfleisch erschien dem Kaiser als das bescheidenste Lebensmittel, war aber den meisten Bürgern seiner Zeit ein unerreichbarer Luxus. Die meisten Bürger arbeiteten bis zur Erschöpfung und bekamen im Normalfall die geringste Ernährung, die das Leben der Familie garantieren konnte. In den Jahren der Missernten wurde ihr Leben von Unterernährung bedroht. Der Kaiser hingegen, der seit der Geburt die besten Ressourcen im Reich genoss und keine persönliche Erfahrung für das Volksleben gehabt hat, konnte nicht Hunger verstehen. Die distanzierte Lebensumgebung und mangelnden Kenntnisse bedingten, dass er so einen sinnlosen Vorschlag gemacht hat. Seine autokratische Rolle verursachte, dass seine Untergeordneten den sinnlosen Vorschlag nicht kritisieren durften, sondern durchführen mussten. In der europäischen Geschichte oder Literatur hat der Kaiser Jin-Hui eine sehr Verwandte, Königin Marie Antoinette aus Frankreich. Als sie hörte, dass viele Einwohner kein Brot zu essen hatten, sagte sie: Lass sie Kuchen essen. In einer autokratischen und stark hierarchischen Gesellschaft können dumme Sprüche wie von Kaiser Jin-Hui und Königin Marie Antoinette schwer vermieden werden. Für jeden ist die Welt zu groß, um alles kennenzulernen. Bedingt von Sozialschicht, Reichtum, Bildungshintergrund, Fachgebiet, Beruf etc. haben wir oft Schwierigkeiten, die Probleme von anderen zu verstehen. Unsinnige und erfahrungslose Kommentare, Vorschläge oder Kritiken können oft gehört werden. In den meisten Fällen sind solche Kommentare harmlose Witze, aber sie können schlimme Folgen verursachen, wenn sie von jemandem stammen, der sich an der Führungsposition befindet. Wie der Kaiser Jin-Hui gibt es heutzutage manche Leiter oder Chefs,
die sich um Probleme in unbekannten Fachgebieten kümmern und oft sinnlose Vorschläge oder Befehle machen. Die untergeordneten Fachkräfte müssen oft deswegen viel Zeit und Energie verschwenden, den Wünschen des Obergeordneten entgegenzukommen und haben Schwierigkeiten, effizient zu arbeiten.